Was genau baust du denn so? Was baue ich? Also tatsächlich, was baue ich? Was baue ich? Systemelektronik. Systemelektronik ist vieles. Wir spezialisieren uns hier an der Hochschule auf die Produktionstechnik in der Hauptsache. Das heißt also Automatisierung, was man unter Industrie 4.0 versteht. Aber auch Mensch-Maschine-Interaktion ist bei uns eine ganz wesentliche Linie. In Bezug auf die Mensch-Maschine-Interaktion sind wir besonders in der Gefahrenerkennung unterwegs. Das heißt, wir scannen das Umfeld des Menschen ab und warnen ihn über ein vibrotaktiles Feedback, das heißt so eine Art Klopfen auf die Schulter durch einen kleinen Motor, bevor die Gefahr ihn erreicht und ihn schädigen könnte. Ja, gerade in der Produktion, wenn man sich vorstellt, ein Gabelstapler überfährt einen Mitarbeiter. 65% aller Unfälle kommen durch Zusammenstöße zustande und das ist die Motivation. Also Unfälle vermeiden, Menschenleben schützen und natürlich die Produktion insgesamt sicherer zu machen und damit auch ein Stück weit flexibler, als es heute vielleicht ist. Die Frage, warum muss es Klopfen sein, ist eigentlich die interessanteste. Wir kennen alle die akustischen Geräusche, wenn ein LKW rückwärts fährt oder eben das klassische gelbe Warnlicht. Aber es gibt viele Untersuchungen dazu, die zeigen, dass gerade wenn man konzentriert arbeitet, wenn man sich sehr fokussiert mit etwas beschäftigt, man sich das ausblenden kann. Evolutionär bedingt ist aber das taktile Feedback, also wenn mir jemand auf die Schulter greift, ist das ein Gefühl von Angriff. Dieses Gefühl kann man nur schwer unterdrücken. Das ist der Riesenvorteil gegenüber den anderen. Ja, was motiviert mich, Studenten auszubilden? Ich würde sagen, ich bin grundsätzlich faul. Und das heißt nicht, dass ich gar nichts machen möchte, sondern ich möchte Dinge nur einmal tun, und zwar richtig. Und das gepaart mit einer gewissen Art von Neugier führte bei mir immer dazu, dass ich immer Dinge gemacht habe, die ich nicht konnte. Klassisch, ich habe früher an Motorrädern gebaut und war dann der Meinung, okay, Maschinenbau kannst du, was du nicht kannst, ist die Elektrik, also musst du jetzt Elektronik studieren. Das waren so meine Ansätze. Und tatsächlich ist das eine Voraussetzung für einen guten Ingenieur und vor allen Dingen auch für Wissenschaftler, interdisziplinär, fachübergreifend heutzutage zu arbeiten. Und dieses Interesse, was ich immer hatte, mal dies auszuprobieren, das war das, was mich immer getrieben hat, Neues zu untersuchen, wie man so schön sagt, auch mal gerne was auseinanderzubauen und es nicht wieder zusammenzukriegen, ist auch immer eine schöne Sache. Und diese Freude am Experimentieren gab es bei mir schon eigentlich immer und das versuchen wir natürlich unseren Studenten auch beizubringen. Ein großes Thema heute ist zum Beispiel die Umweltfrage, wie gehen wir in Zukunft mit vor? Und häufig wird der Ingenieur als, Problemfall. Er hat halt Motoren konstruiert und Kraftwerke konstruiert. Und heute geht es eben darum, wie kann man das noch besser machen, wie kann man es schöner machen. Und die zukünftigen Ingenieure, das will ich eben mit rüberbringen, sind die, die das tun können, die jetzt das Zepter in die Hand nehmen müssen, uns Alten sozusagen die Arbeit wegnehmen müssen und jetzt neue Ideen haben müssen, frische Ideen, frischen Wind, wie man Dinge verbessern kann.